endlich! Nach jahrelangen Beschränkungen durch Corona war es endlich wieder möglich zu reisen. Und heute nehme ich euch mit auf meine Reise an die Westküste der USA. Vom Frankfurter Flughafen ging es nonstop nach Seattle, wo ich von Robert bereits empfangen wurde. Am nächsten Tag fuhren wir zum Mount St. Helen, wo wir eine kleine Wanderung durch atemberaubende Landschaften machen. Aber seht selbst. Mein wichtigster Stopp auf dieser Reise war natürlich das Snohomish Funfly, bei dem sich unglaublich viele RC-Heli-Piloten aus nah und fern zusammenfanden, um ein gemeinsames langes Wochenende mit bester Laune zu verbringen. Dieses Funfly gefiel mir besonders gut, weil es komplett unkommerziell war. Keine Demos, keine Sponsoren, einfach nur mit netten Leuten quatschen und so viel fliegen, wann und wie man will. Nicht nur 3D-Helis waren vor Ort, sondern auch jede Menge Scaler. Wenn ihr mehr vom Snohomish Funfly sehen wollt, dann verlinke ich euch hier noch das Snohomish Musikvideo. Schaut doch mal rein. Auch das schönste Funfly ist irgendwann vorbei. Und so fand ich mich am Seattle Airport wieder, dieses Mal allerdings mit dem Ziel Las Vegas. Und was soll ich sagen? Las Vegas ist einfach wow. Man muss es wirklich gesehen haben. So viele Lichter, so viel Bling. Alles ist groß und laut und es ist schwer zu beschreiben. Ich hatte leider nur einen einzigen Abend dort, also entschloss ich mich, bei muckeligen 40 Grad Celsius nachts auf eine kleine Erkundungstour zu gehen. Nein, ich habe nicht gegambelt, aber ich kann mir inzwischen wirklich gut vorstellen, dass man in dieser Stadt mit der richtigen Truppe an feierwütigen Freunden die Zeit vergessen und die Nacht seines Lebens haben kann. Doch Las Vegas war nur der Startpunkt meiner 10-tägigen Westküstentour. Morgens um 6 ging es los und wir verließen mit einer etwa 10-köpfigen Truppe Las Vegas, um ins Death Valley zu fahren. Bei Temperaturen um die 45 Grad, heißen Winden und Sandstürmen war ganz schnell klar, woher dieser Ort seinen berühmten Namen hat. Neben alten wie in der Zeit stehen gebliebenen Shops besuchten wir unter anderem auch den Badwater Basin, der 85 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und somit der tiefste Punkt Nordamerikas ist. Nach einem kurzen Zwischenstopp ging es dann weiter in den Sequoia National Park und den Kings Canyon National Park. Diese sind bekannt für die riesigen Mammutbäume, die bis zu 11 Meter Durchmesser haben können. Wir haben natürlich auch den größten, den General Sherman Tree, besucht, der ca. 83 Meter hoch ist und dessen Alter auf sagenhafte 1900 bis 2500 Jahre geschätzt wird. Fehlen durfte auch nicht das Erklimmen des Morro Rock, welcher in der Mitte des Parks herausragt und eine bombastische Aussicht bietet. Immerhin 2050 Meter hoch ist die Spitze, auch wenn wir natürlich nicht bei 0 Meter angefangen haben zu klettern. Bevor wir den Sequoia National Park verließen, besuchten wir noch die Boyden Cavern, eine uralte Tropfsteinhöhle mit unterirdischen Flüssen und atemberaubenden Steinformationen. Danach ging es weiter in den Yosemite National Park. Dieser Park ist nicht ohne Grund bekannt. Egal wohin man fährt, man ist überall von den riesigen Felsklippen umgeben, welche majestätisch aus den Grünwäldern hervorragen. Ausgehend vom Yosemite Village erreicht man mit kostenlosen Buslinien irre viele Wanderungen mit den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden.
Wir haben uns natürlich einen der anstrengendsten herausgesucht, den Lower Yosemite Falls. Ein Wasserfall, der 98 Meter in die Tiefe stürzt und atemberaubende Aussichten auf das ganze Tal bietet. Nach all diesen wundervollen Nationalparks kamen wir an der Westküste an. Ziel: San Francisco. Nach durchgängigen 28 bis 38 Grad täglich waren wir etwas überwältigt von San Franciscos berühmten, neblig, trüben und kalten Wetter. 16 Grad und das mitten im Juli? Trotzdem gefiel mir die Stadt unglaublich gut. Die süßen kleinen Häuschen, die Zahnradbahn, die steil abfallenden Straßen, wie man sie aus diversesten Hollywood-Movies kennt. Leider hatten wir nur einen einzigen Tag, dieser war allerdings großartig. Weiter ging es auf dem Highway 1 nach Süden Richtung Los Angeles. Diese Straße verläuft 400 Kilometer lang direkt am Meer und bietet verträumte Aussichten auf Strände, Surfer und kleine Fischerdörfchen. Ein kleines Dorf, das wir besuchten, war Capitola. Mit seinen bunten Häuschen und seiner kleinen Hafenmeile wirkte es fast ein wenig mediterran. Ein weiterer Stopp war in Monterey, wo wir einen Abend am Strand verbrachten und den Sonnenuntergang zwischen Fischerbooten genossen, bevor es weiterging. Ein Wahnsinnsbauwerk ist die Bixby Creek Bridge, welche 218 Meter lang und 85 Meter hoch über die Klippen ragt. Unsere Tour endete in Los Angeles, der Stadt der Oscars, des Walk of Fame, des Hollywood Signs und des Santa Monica Beach. Ich traf mich mit ein paar ortsansässigen RC-Heli-Fliegern, welche so nett waren und ein klein wenig Zeit für mich opferten. Hung zum Beispiel traf ich an meinem zweiten Tag in LA und nach einem kurzen Spaziergang durch die Innenstadt verweilten wir im Motorbike Shed, einem der abgefahrensten Bikerläden, den ich je gesehen hatte. An meinem Rückreisetag nahm sich Daryl Thorpe meine an und wir fuhren zu einem örtlichen RC-Flugfeld mitten im Industriegebiet von LA. Und so genossen wir noch einen schönen sonnigen Vormittag mit ein paar Flügen, bevor es für mich wieder an den Flughafen ging, wo ich meine Heimreise nach Frankfurt antrat. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Reiserückblick gefallen. Ich möchte mich nochmal bei all den tollen Menschen bedanken, die ich auf meiner Reise kennenlernen durfte. Ihr seid super. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. In nächster Zeit werde ich ein paar meiner Reisevlogs nachreichen. Aber natürlich erwarten euch auch weiterhin diverseste Heli-Videos.